Willkommen zu Sinomeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Unsere Videoreihe mit dem Ziel, Anwendungen der Sinomerik praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute mit dem Thema Mehrseitenbearbeitung Fräsen 3+2 Achsen. Unsere Agenda für heute: Wir beginnen mit den Grundlagen Fräsen, dem Klären einiger Begrifflichkeiten. Dann 3+2 Achsfräsen mit Sinomeric Operate, hier speziell das Ebenenschwenken mit dem Cycle 800 und natürlich ein Anwendungsbeispiel live direkt an der Maschine. Die Definition des Fräsens: Fräsen ist ein Zerspannungsverfahren, bei dem das Werkzeug sich mit hoher Geschwindigkeit um seine eigene Achse dreht und dabei der programmierten Kontur folgt, und somit erfolgt der Materialabtrag. Wir haben beim Fräsen drei grundsätzliche Achsen. Das sind Linearachsen. Einmal die Z-Achse. Aus dieser Richtung kommt auch immer das Werkzeug. Dann die X-Achse und die Y-Achse. Zusätzlich haben wir noch drei Rundachsen. Um Z dreht sich C, um X dreht sich die A und um Y die B-Achse. Fräst man nur in den drei Hauptachsen, spricht man von einer Dreiachsbearbeitung. Hier sieht man so ein typisches Teil für eine Dreiachsbearbeitung. Und zwar der Fräser steht senkrecht zur Bearbeitungsfläche, senkrecht zum Werkstück. Der Materialabtrag erfolgt in den Bewegungen X- und Y-Richtung und die Zustellung in Z sorgt für die Tiefe der Tasche oder der Kontur. Zusätzlich zu den drei Hauptachsen kann man mit zwei Rundachsen jeden beliebigen Punkt im Raum mit der gewünschten Anstellung des Werkzeuges erreichen. Man spricht hierbei von einer 3+2 Bearbeitung und wie in der Simulation zu sehen, kann man die Bearbeitung im geschwenkten Zustand genauso realisieren wie im ungeschwenkten Zustand. Hierbei wird das Werkzeug statisch zur Bearbeitungsfläche ausgerichtet. Eine weitere Variante ist die dynamische Anstellung des Werkzeuges. Hierbei spricht man von einer 5-Achs-Simultanbearbeitung. Zusätzlich zu den drei Hauptachsen werden die zwei Rundachsen gleichzeitig, also simultan, verfahren. Ein typischer Anwendungsfall für dieses Verfahren ist der Impeller. Sehr gut zu sehen ist hier, mit einer 3+2 Anstellung, einer statischen Anstellung des Werkzeuges, sind diese fließenden Konturen nicht zu realisieren. Hier muss eine 5-Achs-Simultanbearbeitung angewendet werden, um dieses Teil fertigen zu können. Um die zwei zusätzlichen Rundachsbewegungen realisieren zu können, muss die Maschine über bestimmte kinematische Voraussetzungen verfügen. Diese sind entweder die Kopfkinematik, die Tischkinematik oder die gemischte Kinematik. In unserem praktischen Beispiel verfügt die Maschine über eine Tischkinematik. Kommen wir nun von der Maschinenkinematik zur Steuerung. Bei der 3+2 Achsbearbeitung wird das statische Einstellen der Bearbeitungsebene durch das sogenannte Schwenken erreicht. Der Schwenkzyklus in der Sinomerik heißt Cycle 800. Ohne den Schwenkzyklus ist es kompliziert, sich die Ebenen vorzustellen, denn der Schwenkzyklus übernimmt das Schwenken und die Berechnung automatisch. Und so können alle Technologien, die in der Dreiachsbearbeitung angewendet werden, auch in der geschwenkten Ebene genutzt werden. Wie man hier sehen kann, gibt es einige Parameter, die eingestellt werden müssen. Ich möchte nun kurz genauer darauf eingehen. Mit dem ersten Parameter TC wählt man den Schwenkdatensatz aus. Im Feld darunter kann man das zu verwendende Werkzeug über Werkzeug auswählen, eintragen. Beim Parameter Freifahren wählt man aus, ob das Werkzeug nach dem Schwenken frei fahren soll und wenn ja, wie. Dieser Parameter ist wichtig, um eine Kollision zwischen Werkzeug und Werkstück zu verhindern. Die animierten Elemente zeigen, was ein Freifahren in Z und was ein Freifahren in Z, X und Y geometrisch bedeutet. Mit dem Parameter Schwenken gibt man mit Ja an, dass die Rundachsen anschließend positioniert werden. Bei Nein werden die Schwenkdaten nur gespeichert und die Rundachsen verfahren nicht.
Hier stellt man ein, ob das Schwenken der Ebene von der Grundstellung aus passiert oder, wählt man additiv, sich die Schwenkebene auf Grundlage der vorhergehenden Ebene errechnet. Das Schwenken der Bearbeitungsebene geschieht in 3 Schritten. Der erste Schritt ist die Nullpunktverschiebung in der Grundstellung. Diese Verschiebung bewirkt man durch die Eingabe der Parameter x0, y0 und z0. Der zweite Schritt ist die Drehung des Koordinatensystems, also das Schwenken der Bearbeitungsebene. Je nach Bemaßung der vorliegenden Werkstückzeichnungen kann man dazu zwischen 4 verschiedenen Schwenkmodi wählen. Der dritte Schritt ist die Nullpunktverschiebung im geschwenkten Zustand. Das erreicht man durch die Eingabe der Parameter x1, y1 und z1. Ich möchte noch kurz auf die Schwenkmodi eingehen. Das achsweise Schwenken ist am einfachsten vorstellbar und in der Anwendung am gebräuchlichsten. Hier betrachtet man die einzelnen Achsen des Koordinatensystems und dreht um diese in der angegebenen Gradzahl und in der angegebenen Achsreihenfolge. Beim Schwenken über Raumwinkel wird erst um die Z-Achse und dann um die Y-Achse gedreht. Die zweite Drehung setzt auf die erste auf. Die Drehwinkel werden über Alpha und Beta angegeben. Wählt man Projektionswinkel aus, dreht man ebenfalls mit den Parametern das Koordinatensystem. Diese Variante wird in der Praxis nur dann verwendet, wenn in der Werkstückzeichnung die schräge Ebene mit diesen Projektionswinkeln angegeben ist. Die vierte Variante zum Schwenken der Ebene ist das direkte Schwenken. Hierbei bezieht man sich nicht auf das Werkstück-Koordinatensystem, sondern direkt auf die Rundachsen der Maschine. Hier gibt man die Drehwinkel der Rundachse an und bei Z den Drehwinkel in der Ebene. Zurück zum achsweise Schwenken. Sinumeric Operate errechnet aus den angegebenen Parametern die Lage der schrägen Fläche. Um diese Fläche zu realisieren, gibt es abhängig von der Maschinenkinematik oftmals 2 Lösungen, wie sich die Rundachsen der Maschine verfahren können. Durch Eingabe von Plus oder Minus legt man genau das fest. Mit dem letzten Parameter kann man einstellen, ob die Werkzeugspitze beim Schwenken nachgeführt wird oder ob sie raumfest bleibt. Hat man die Schwenkzyklenmaske vollständig ausgefüllt, kann man auf Übernehmen klicken und der Schwenkzyklus ist in der Programmübersicht eingeordnet. Um das Schwenken anschaulich zu erklären, habe ich ein Beispielwerkstück vorbereitet. Bei diesem Werkstück wird im ersten Schritt die Oberfläche plan gefräst und eine Rechtecktasche eingebracht. Alles noch im ungeschwenkten Zustand. Die Seitenflächen werden hergestellt durch das Einschwenken von jeweils 90 Grad. Und die 3 schrägen Flächen haben hier einen Winkel von 45 Grad. Auf diesen schrägen Flächen finden verschiedene Standardzyklen Anwendung und in diesem Fall der Gravurzyklus, der Taschenfräszyklus und hier ein Bohrzyklus. Und das Ganze schauen wir uns jetzt direkt an der Maschine an. Kommen wir nun zur Praxis an der Maschine. Im ersten Schritt wird die Planfläche der Oberseite gefräst und die Rechtecktasche eingebracht, alles noch im ungeschwenkten Zustand und nachfolgend, jeweils im Winkel von 90 Grad, die Seitenflächen bearbeitet. Im nächsten Schritt erkläre ich direkt an der Steuerung, wie auf einer 45 Grad Schräge der Gravurzyklus eingebracht wird. Nach der Auswahl der Schwenkebene des Schwenkdatensatzes Cycle 800 werden die erforderlichen Parameter eingestellt. Die Auswahl des erforderlichen Werkzeuges, die temporäre Verschiebung des Nullpunktes zu dem eigentlichen Schwenkpunkt, das erleichtert die ganze Berechnung der Schwenkwinkel. Das achsweise Schwenken wird eingestellt
und natürlich die Gradzahl, um welche Achse sich das Einschwenken einstellen lassen soll. Das ist extrem wichtig hierbei und damit sind alle Parameter vollständig. Mit der Übernahme werden die ins Programm übergeben und danach plan gefräst im Winkel von 45 Grad und nachfolgend der Gravurzyklus auf der voreingestellten Schwenkebene. Und genauso verfahren wir hier mit der Rhombustasche und auch mit den Bohrungen jeweils auf den anderen beiden 45 Grad Schrägen. Fassen wir zusammen. Der Materialabtrag beim Fräsen wird durch die Rotation des Werkzeuges um die eigene Achse realisiert. Dies geschieht entweder in 3 Achsen, 3 plus 2 Achsen oder 5 Achsen simultan. Warum ist 3 plus 2 nicht gleich 5? Dieser Unterschied ist begründet in der Anstellung des Werkzeuges, entweder bei 3 plus 2 statisch oder dynamisch bei 5 Achsen simultan. Und durch die Anwendung des Cycle 800 wird die Programmierung erheblich vereinfacht. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.